Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Podologie und mir. Heute haben wir das Weihnachtsspecial und ich habe für euch 8 tolle Produkte aus Die moderne Hausfrau. Zum Feste nur das Beste für deine Füße. Produkt Nummer 1 haben wir einen Zehenkomfort Zehenteiler aus Silikon. Und zwar ist es 2 in 1. Also man steckt hier die große Zehe mit rein und hat zwischen erster, zweiter und dritter Zehe. Das klappt jetzt so. Ja. Also hier haben wir den Ballen, der ist hier geschützt durch das Silikon. Man hat hier zwischen den großen und den zweiten Zeh einen Zehenteiler und das Ganze ist noch bis zum dritten Zeh fixiert. So. Hat sogar Löcher drinnen, damit dass man keine schwitzigen Füße kriegt. Also ja, sieht sehr gut aus. Für rechts und für links. Wunderbar. Unser nächstes Produkt. Das sind Zehendruckschutzschlauch. Der Zehendruckschutzschlauch verwende ich in der Praxis sehr gerne, weil es nämlich beim Kleinzeh oder hier zwischen Kleinzeh und nächsten Zeh eben die Druckstelle, das Hühnerauge immer kommt und da ist so ein Druckschutzschlauch wirklich das Beste, was man dagegen tun kann. Ganz einfach, nicht auf den letzten Zeh machen, sondern auf den vorletzten, das drüber stülpen, also zuerst mal die Länge abschneiden, die man braucht. Das Ganze drüber stülpen und somit hat man den Zeh. So. Und somit haben wir hier dazwischen, wo das Hühnerauge kommt, diesen Druckschutz. Ich empfehle meistens meinen Kunden, den Druckschutz nicht so drauf zu machen, weil darunter schwitzt man sehr oft und die Haut geht ab. Ich sage ihnen immer, dass der Stoff, was innen ist, also was jetzt innen ist und normalerweise außen, dass die den innen hin machen sollen. Dann schwitzt nämlich die Haut nicht mehr so viel und die Haut geht auch nicht ab. Und so ist es dann besser. Wenn das Silikon hier mal zum Kleben beginnt, einfach so ein Babypuder drüber machen, dann ist es wieder fein. Ja, wunderbar. Ich liebe solche Druckschütze. Sogar wenn sie fliegen. Unser nächstes Produkt. Wir haben eine Korrekturbandage. Was soll die schnell noch korrigieren? Oh, das ist eine Hallux Valgus Korrekturbandage. Das werde ich euch nachher sofort zeigen, oder jetzt gleich dann, wie man diese Korrekturbandage anlegt und was die bringt. Rechts und links, sehr praktisch. Egal wo man hat den Hallux Valgus, kann man diese Korrekturbandage anlegen. Bei der Bandage, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht das Optimalste. Erstens mal haben wir hier eine dicke Naht, die was drüber geht, über das Großzehengrundgelenk und hier eine Druckstelle verursacht. Und dieses Gummiband für hier hinten rum, ja, ist mehr als wie lose, also es erschließt sich mir nicht, was diese Bandage bringen sollte. Vor allem drückt es hier dazwischen. Ja. Tapen und Übungen finde ich besser. Unser nächstes Produkt. Hier haben wir einen Schuhdehner für Damen. Warum habe ich den? Heute fliegt mir alles fort. Und zwar, den habe ich deswegen bestellt, weil der hat hier solche Löcher drinnen. Und in diesen Löchern kann man so extra Kappen einlegen, wo eben der Druck zu viel ist oder wo der Zehenballen ist. Und man kann hinten schrauben und dann dehnt sich das vorne. Schaut sich dehnen. Ach, jetzt beginnt er. Und dann dehnt sich das vorn und dann sieht man das im Schuh. Moment, ich zeige euch das mal mit meinem Schuh. Also, wir haben jetzt hier zum Beispiel den Großzehengrundgelenk vom Hallux Valgus und der Schuh drückt hier. Und man kann das hier so schön reinstopfen und dann dreht man hier hinten. Aufpassen natürlich, dass man die Schuhe nicht ruiniert beim Drehen. Und ihr seht, dass hier an der Seite
dieser kleine Höcker rauskommt und das Ganze dehnt es und somit hat man die Schuhe wieder an der Seite gedehnt, wo es natürlich drückt. Ja, ist eigentlich ein wunderbares Teil. Man sollte natürlich die Schuhe nicht zu klein kaufen, ist doch immer so. So, unser nächstes Produkt. Ich habe mir auch Schuhe bestellt. In diesem Versandhaus gibt es ja auch schöne Schuhe. Haben wir gedacht, bestellst du mal Schuhe und guckst du mal, wie die sind. Für mich ist ja Schuhkaufen eher ein Graus. Ich finde nie die passenden Schuhe. Rechts passt es, links nicht. Dann sind es zu schwer, zu klein. Dann gefällt mir zwar der Style, aber ja, passen mir halt nicht. Und das hier sind tolle Schuhe, vor allem sie sind sehr, sehr leicht. Haben hier einen Klettverschluss. Ja, probiere ich auch noch mal sofort. Die nächsten Schuhe, und zwar Hausschuhe. Ich liebe ja Hausschuhe. Ich habe immer kalte Füße und die Schuhe sind echt toll. Und zwar haben die innen da so ein Fell und man läuft so auf so einem, ja, auf so einer Sohle. Die ist auch schön mit Fell, so richtig schön für den Winter, warme Puschen. Dann haben wir noch hier ein tolles Gerät. Es ist nicht das, nach was es aussieht. Und zwar finde ich das sehr interessant, dieses Ding. Das ist ein Zehenputzer. Das ist für Menschen gedacht, die mit Rückenprobleme haben und die nicht mehr so ordentlich zu ihren Zehen runterkommen. Dann kann man die Zehen schön sauber machen. Mit Ersatzläppchen für hier vorne. Ich zeige euch natürlich nachher sofort, wie das funktioniert. Unser letztes Produkt, das Highlight, was ich finde, eine Fußwaschanlage. Und zwar ist es ein Riesenschuh mit Noppen unten, innen drin mit solchen Bürsten. Hier vorne auch Bürsten, wo man durchfahren kann. Hier hinten ist ein Bimsstein drin, damit man die Ferse abrubbeln kann. Und das werden wir jetzt sofort einmal austesten, ob das wirklich funktioniert in der Dusche. Diese Waschanlage eignet sich wirklich sehr gut, wenn man gar nicht mehr zu den Füßen runterkommt. So werden die auch schön sauber. Man muss natürlich darauf achten, dass man nicht zu fest reinsteigt, sonst biegt man die ganzen Borsten um. Mit diesem Bimsstein, der im Fersenteil integriert ist, kann man die Ferse auch sehr schön sauber machen. Der Zehenputzer ist ja für Personen, die nicht mehr zu ihren Füßen runterkommen. Man kann damit wunderbar zwischen den Zehen sauber machen und auch den Rest des unteren Fußes, also den Unterschenkel. Funktioniert alles wunderbar. Das waren jetzt unsere 8 Produkte für eure Füße, wo ihr die bestellen könnt. Unten einfach in der Infobox ist der Link zum Shop. Vielen Dank, dass ihr mich dieses Jahr so toll unterstützt habt, an alle Abonnenten. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter mit ganz vielen neuen Themen, spannenden Themen vor allem. Und natürlich, damit ihr nichts mehr verpasst, Glocke klicken, abonnieren. Und natürlich Daumen hoch, kommentieren dürft ihr auch. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, geruhsame Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und für meine ganzen Abonnenten, die nicht aus Deutschland kommen, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Enjoy the holidays. And yeah, thank you for watching my videos. Ich kann leider nicht viel Spanisch. Feliz Navidad, bueno año. Danke an alle meine Abonnenten und Zuschauer. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Andrea. Tschüss.